Guten Tag, Herr Doktor. Danke, dass Sie mich sehen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich fühle mich sehr gestresst bei der Arbeit. Das tut mir leid zu hören. Was genau stresst Sie? Ich habe zu viele Aufgaben und wenig Zeit. Außerdem verstehe ich mich nicht gut mit Kollegen. Verstehe. Wie zeigen sich die Probleme mit Kollegen? Wir kommunizieren oft nicht klar, es gibt Missverständnisse. Fällt es Ihnen schwer, Ihre Gedanken auszudrücken? Ja, ich weiß manchmal nicht, wie ich es sagen soll. Das ist ganz normal. Wir können das zusammen üben. Das wäre sehr hilfreich, danke. Wie sieht Ihr Arbeitstag ungefähr aus? Morgens viele E-Mails, dann Besprechungen. Zwischendurch muss ich auch Berichte schreiben. Das klingt sehr vollgepackt und stressig. Ja, ich habe das Gefühl, keine Pause zu haben. Nehmen Sie sich Pausen oder kurze Auszeiten. Manchmal, aber oft denke ich, ich darf nicht. Pausen sind wichtig, um Energie zu sammeln. Ich verstehe, aber es fällt mir schwer. Wir können Strategien zum Stressabbau besprechen. Das klingt gut. Ich möchte lernen, besser zu entspannen. Wie reagieren Ihre Kollegen auf Stress? Manche werden schnell ungeduldig oder schweigen. Das erschwert die Kommunikation natürlich. Ja, und ich fühle mich oft allein. Fühlen Sie sich auch im Team isoliert? Ja, ich habe wenig Kontakt außerhalb der Arbeit. Möchten Sie das ändern? Ja, ich wünsche mir mehr Unterstützung. Das ist ein guter Wunsch. Wir können das angehen. Wie kann ich besser mit Kollegen sprechen? Zuhören ist wichtig und klar sprechen. Auch kleine Pausen zum Nachdenken helfen. Ich neige dazu, mich zurückzuziehen. Das ist verständlich, aber nicht immer hilfreich. Wie kann ich mutiger werden? Übung macht den Meister, wir können Rollenspiele machen. Das klingt interessant, ich bin bereit. Super. Haben Sie schon mal Atemübungen probiert? Nein, was sind das für Übungen? Sie helfen, schneller zu entspannen und klarer zu denken. Das möchte ich ausprobieren. Sehr gut. Wir machen jetzt eine kurze Übung. Atmen Sie tief durch die Nase ein und langsam aus. Okay, ich spüre schon, wie ich ruhiger werde. Sehr gut. Das können Sie täglich machen. Ja, das werde ich tun. Wie fühlen Sie sich nach diesem Gespräch? Schon etwas besser, danke. Das freut mich. Wir können weiter an Ihren Zielen arbeiten. Ich hoffe, ich kann bald besser kommunizieren. Das ist ein realistisches Ziel. Wir schaffen das. Danke, Herr Doktor, für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Sie sind nicht allein. Möchten Sie noch etwas besprechen? Ich denke, das ist erstmal genug. In Ordnung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich darauf. Bis dahin, versuchen Sie gut auf sich zu achten. Das werde ich tun. Danke nochmals. Gern. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch eine Frage. Wie kann ich Konflikte vermeiden? Konflikte entstehen oft durch Missverständnisse. Klare Kommunikation hilft, das zu verhindern. Soll ich meine Gefühle offen sagen? Ja, ehrlich und respektvoll. Manchmal habe ich Angst, jemanden zu verletzen. Das ist verständlich, aber Ehrlichkeit ist wichtig. Wie sage ich etwas Kritisches nett?
Nutzen Sie Ich-Botschaften, nicht Vorwürfe. Zum Beispiel, Ich fühle mich unsicher, wenn. das klingt gut, ich werde es versuchen. Sehr schön. Wichtig ist auch, gut zuzuhören. Ich möchte lernen, besser zuzuhören. Das wird viele Probleme lösen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bis bald.